Kennt ihr das? Ihr setzt euch hin, wollt bzw. müsst anfangen zu arbeiten. Ihr lasst euch aber immer wieder ablenken, kommt nicht wirklich zu Potte und bekommt dadurch einfach nichts erledigt. Ich persönlich kenne das zumindest zu gut und ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch ein paar Tipps geben möchte, wie man aus dieser Prokrastinationsfalle herauskommt, um einfach ein bisschen produktiver im Alltag zu sein, vor allem, aber nicht nur, auch im Homeoffice. Wenn diese Tipps für euch hilfreich sind, bitte nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, weil ihr mich damit ganz doll unterstützt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch sehr leicht ablenken lasst oder ob Prokrastination tatsächlich ein Fremdwort für euch ist. Wobei, wenn ihr dieses Video angeklickt habt, wahrscheinlich eher nicht. Was ich grundsätzlich zu Beginn einer neuen Arbeitswoche und eines neuen Arbeitstages mache, ist mir ganz simpel eine To-Do-Liste anlegen. Ich weiß, das klingt so nach dem blödesten Tipp überhaupt, aber nur so gelingt es mir, einen Überblick darüber zu bekommen, was wirklich alles erledigt werden muss. Wenn ich das nicht mache, arbeite ich komplett unstrukturiert. Ich arbeite an zig Aufgaben gleichzeitig, weil ich arbeite an was und dann fällt mir siebenteils etwas ein. Oh ja, stimmt, das muss noch gemacht werden. Dann breche ich das ab, was ich gerade mache, fange mit dieser Aufgabe an, die mir gerade eingefallen ist und ja, so kriegt man einfach überhaupt gar nichts wirklich zu Ende gebracht. So passiert es, dass ich am Ende eines Arbeitstages 5 angefangene Aufgaben habe, aber keine einzige, die wirklich beendet ist. Und produktiv ist anders, muss man mal ganz ehrlich sagen. Was ich also mache, Montagmorgens beziehungsweise auch manchmal Freitagnachmittags für die folgende Woche, setze ich mich hin, überlege mir, was sind die To-Dos für die kommende Woche. Und dann teile ich diese To-Dos auch schon auf die ganzen Wochentage auf Montag bis Freitag. Was mache ich an welchem Wochentag? Am Anfang dieses jeweiligen Wochentages gucke ich dann, was ist zu tun. Habe ich davon vielleicht auch schon irgendwie was am Vortag geschafft und vorarbeiten können, streiche das dann durch oder gucke, ob noch irgendwie im Laufe dieser Woche Kleinigkeiten reingekommen sind, die zu erledigen sind, ob irgendwelche bestimmten E-Mails zu beantworten sind, etc. Was ich auch mache, ist, wenn ich mir diese wöchentliche To-Do-Liste erstelle, ist, dass ich darauf achte, an jedem Tag ungefähr eine ähnliche Tätigkeit einzuplanen. Heißt für mich, dass ich jetzt einen kompletten Tag habe, an dem ich beispielsweise nur drehe. Ich habe einen kompletten Tag, plane ich ein, an dem ich nur Skripte schreibe und Contentpläne mache. Einen Tag plane ich ein, an dem ich nur Videoschnitt mache. So muss ich mich im Laufe eines Arbeitstages nicht immer wieder auf eine neue Aufgabe im Kopf irgendwo einstellen. Und mir passiert das beispielsweise auch ganz häufig, gerade bei Schreibarbeiten, bei Skriptschreiben beispielsweise, dass ich dann so im Flow bin, dass das so leicht, super leicht von der Hand geht. Und wenn ich aber weiß, okay, ich muss jetzt ein Skript schreiben und dann habe ich noch ein Video, das fertig geschnitten werden muss, dann bin ich irgendwie, was das Schreiben angeht, nicht so fokussiert, weil ich halt im Hinterkopf habe, so danach muss ich noch das machen. Und so bin ich halt einfach dann bei den einzelnen Aufgaben viel mehr im Flow und es geht mir viel leichter von der Hand und ich bin dementsprechend auch produktiver. Ich weiß, dass es nicht in jedem Job möglich ist. Es gibt, kenne das auch aus meinem früheren Bürojob, da muss alles irgendwo jeden Tag natürlich erledigt werden. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sich seine Aufgaben so einzuteilen, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Oder ihr macht euch vielleicht auch Zeitblöcke. Habe ich auch eine Zeit lang mal probiert. Für mich hat das dann aber nicht so gut funktioniert. Ich habe mir das auch wirklich uhrzeitmäßig eingeteilt, dass ich gesagt habe, okay, von 9 bis 11 mache ich das, von 11 bis so und so mache ich das und so weiter. Um die To-Do-Liste zu führen, benutze ich persönlich mein Bullet Journal. Ich habe aber auch schon viele andere Sachen ausprobiert. Es gibt auch extra Apps dafür. Ich habe eine Zeit lang auch einfach die Notiz-App in meinem Handy benutzt. Ich habe einen Kalender benutzt. Ich habe auch extra eine Zeit lang mal so einen Blog gehabt mit To-Do-Listen, wo ich dann auch abhaken konnte. Und ich persönlich muss sagen, für mich funktioniert das am besten, wenn ich mir die Sachen aufschreibe und nicht digital habe. Aber das ist einfach komplett persönlich. Da muss jeder für sich selber gucken, was für einen am besten passt. Ein Fehler, den ich sehr lange gemacht habe, ist, dass ich mir zwar To-Do-Listen geschrieben habe, um einen Überblick zu bekommen über das, was gemacht werden muss.
Aber ich habe mir diese Listen viel zu vollgepackt. Ich habe mir pro Tag so viel im Voraus da reingepackt, auf die Liste geschrieben, was vollkommen unrealistisch war. Das, was ich mir da geplant habe für diesen Tag, war an einem Tag überhaupt nicht zu schaffen und schon gar nicht mit einer Pause. Ich habe mir selber auch überhaupt gar keine Mittagspause eingeplant. Übrigens auch etwas, das man sehr schnell vergisst, wenn man zu Hause arbeitet. Mittagspause machen, ganz wichtig. Diese Masse an To-Dos, die ich mir dann da jeden Tag aufgeschrieben habe, hat das komplette Gegenteil bezweckt. Alles, was dadurch passiert ist, dass ich mich vollkommen überfordert gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, hat in Stress resultiert, was dann wiederum auch dazu geführt hat, dass ich nichts wirklich erledigt gekriegt habe. Ich habe keine Aufgabe wirklich zu Ende gebracht. Es standen ja noch so viele andere Sachen auf der Liste, die gemacht werden müssen. Das muss ich ja alles irgendwie noch anfangen. Alles irgendwie, damit ich wenigstens so ein halbes Häkchen dahinter setzen kann. Im Prinzip ist man dann auch wieder ganz am Anfang und man kann es gleich sein lassen mit den Listen. Deswegen mein Tipp: Setzt Prioritäten. Was muss an diesem Tag wirklich unbedingt erledigt werden oder angefangen werden? Und setzt euch das als Priorität 1. Wenn ihr eure Prio 1 gefunden habt, überlegt euch, wie lange brauche ich dafür? Brauche ich dafür den ganzen Arbeitstag? Brauche ich dafür nur 2 Stunden? Und je nachdem, wie lange ihr einschätzt, dass es dauert, schreibt ihr dann den Rest eurer Liste. Wenn ihr wisst, ich brauche dafür bestimmt den kompletten Arbeitstag, dann schreibt man da doch nicht noch mehr Sachen auf die Liste, nur damit es aussieht, als wäre man produktiv. Aber man ist es letztendlich nicht. Also überlegt euch, Prio 1, wie lange brauche ich dafür? Wenn ich nicht den ganzen Arbeitstag dafür schaffe, was ist Prio 2? Schaffe ich das danach noch? Kann ich es wenigstens anfangen? Etc. So gehe ich mittlerweile immer vor, wenn ich meine To-Do-Listen schreibe. Ich gehe nach Prioritäten. Augenöffner war da für mich das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Das habe ich mir vor einigen Jahren mal zu Weihnachten gewünscht. Habe das eine Zeit lang genutzt. Hat letztendlich da nicht so ganz für mich gepasst, weswegen ich wieder zum Bullet Journal übergeschwenkt bin. Aber was ich da einfach so genial fand, war eben diese Einteilung nach Prioritäten. Man schreibt sich für jeden Tag einen Plan und man hat seinen Tagesfokus. Das ist die Prio 1. Danach hat man dann die Kategorie Sahnehaube, also das, was noch nice to have ist, wenn man es schafft. Und dann gibt es auch noch die Kirsche obendrauf. Wenn man das noch mitschafft, dann ist das absolute Ultimo. Aber wenn man es nicht schafft, ist es halt auch nicht so schlimm. Diese Einteilung in die Aufgaben muss erledigt werden und kann erledigt werden, aber muss nicht zwingend heute sein, war wirklich, so blöd es klingt, war wirklich life-changing für mich. Wie gesagt, vorher waren meine To-Do-Listen völlig überfüllt. Wenn man selbstständig ist, hört die Arbeit einfach niemals auf. Es gibt immer irgendetwas, was man tun kann. Von daher, ja, habe ich es aber gelernt, da jetzt eindeutig Prioritäten zu setzen. Also das ist wirklich mein ultimativer Tipp. Und wie gesagt, plant eine Mittagspause ein. Auch das braucht ihr wirklich, um produktiv arbeiten zu können. Und ich bin einfach der Meinung, dass 2 komplett erledigte Aufgaben sind einfach viel mehr wert als 5 angefangene, aber nicht fertige Aufgaben. Wer kennt es nicht, dieses Rumeiern um Aufgaben, auf die man absolut keine Lust hat, die man immer weiter von sich wegschiebt und einfach ignoriert, aber man weiß, sie müssen gemacht werden. Ich glaube, wir kennen das alle. Und zumindest bei mir ist das so, wenn ich weiß, so eine Aufgabe steht an, es gibt eine Aufgabe, auf die ich absolut keine Lust habe, egal wie umfangreich sie ist. Und ich mache sie dann aber nicht, sondern schiebe sie auf und denke mir, ah ja, mache ich gleich. Dass ich das, was ich vorher mache, ich arbeite einfach nicht konzentriert an dem, was ich vorher tue, weil mir die ganze Zeit im Hinterkopf diese eine blöde Aufgabe rumspukt. Ich bekomme vorher nicht wirklich irgendwas auf die Reihe. Gleichzeitig will ich, dass diese eine blöde Aufgabe natürlich erledigt ist, aber ich habe trotzdem immer noch keine Lust drauf, beziehungsweise schiebe es vor mich her, weil ich, keine Ahnung, weiß nicht warum. Und das muss ja jetzt auch nicht eine besonders umfangreiche Aufgabe sein. Manchmal sind das bei mir auch einfach ein Anruf, der gemacht werden muss, eine E-Mail, die geschrieben werden muss. Und mein Rat an diejenigen, die das auch so machen, wie ich das früher gemacht habe, die diese Aufgabe immer weiter nach hinten geschoben haben.
macht sie als erstes. Räumt das Unangenehme erstmal aus dem Weg. Danach fällt euch alles andere viel, viel leichter. Ich weiß, es kostet Überwindung, diese Aufgabe als allererstes zu machen. Man will ja auch immer erstmal dann mit den leichten, gerade am Morgen, wenn man noch nicht so ganz wach ist, mit den leichten Sachen anfangen. Aber ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, das als allererstes machen, das aus dem Weg räumen und danach dieses Gefühl, ja, ist Gold wert, weil man weiß so, oh, okay, ich habe es geschafft, ich habe es erledigt. Der Rest geht einem danach einfach viel leichter von der Hand. Was ich auch immer mache, auch wenn ich nur zu Hause am Schreibtisch sitze, ich ziehe mich so an, als würde ich auswärts arbeiten. Ich übertreibe jetzt nicht und sitze da jetzt nicht im Blazer an meinem heimischen Schreibtisch, aber ich sitze da auch nicht im Schlafanzug oder in der Jogginghose. Ich ziehe mich richtig an, etwas, in dem ich mich wohlfühle, das gemütlich ist, aber in dem ich auch nicht wie der letzte Horst aussehe, weil ich persönlich kann nicht produktiv arbeiten, wenn ich mich wie so ein Schlunz fühle, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich habe mich irgendwie so gar nicht zurecht gemacht oder fertig gemacht und es geht auch gar nicht darum, dass mich andere sehen. Es geht um das Gefühl für mich, wenn ich wirklich arbeiten will, brauche ich das? Muss ich irgendwie einigermaßen hergerichtet sein, angezogen sein vor allem? Dadurch bin ich persönlich automatisch produktiver und wenn ihr euch da so ein bisschen wiederfindet, dass ihr halt eben genau in so Schlunzklamotten euch an den Schreibtisch setzt, weil ihr denkt, ist ja auch egal und euch aber irgendwie wünscht oder denkt, okay, irgendwie gelingt es mir hier zu Hause nicht so gut zu arbeiten wie sonst bei der Arbeit im Büro. Probiert das mal aus. Und passend dazu, so wie ich mich selber so ein bisschen herausputze, finde ich es auch super wichtig, dass ich einen einigermaßen ansprechenden Arbeitsplatz habe, um anständig arbeiten zu können. Wenn man von zu Hause aus arbeitet, könnte man sich ja theoretisch auch einfach ins Bett setzen mit seinem Laptop. Gebe zu, auch das habe ich eine Zeit lang gemacht oder manchmal oder häufiger mal gemacht. Aber wirklich etwas zustande gebracht habe ich an diesen Tagen nicht. Eben weil ich mich dabei nicht so gefühlt habe, als würde ich gerade wirklich arbeiten, weil ich sitze hier im Bett. Das ist keine passende Arbeitsumgebung für mich. Das mache ich also nicht mehr. Ich brauche mittlerweile meinen richtigen Arbeitsplatz und dieser muss auch einigermaßen ordentlich sein. Gleiches gilt, wenn man jetzt kein Arbeitszimmer hat, wie ich das jetzt beispielsweise habe und man dann, wenn man dann im Homeoffice arbeitet, sich beispielsweise an den Esstisch setzen muss oder so, sorgt dafür, auch wenn es vielleicht ein Provisorium ist, aber sorgt dafür, dass das um euch herum, dass es da einigermaßen aufgeräumt ist. Denn ich bin der Meinung, wenn Chaos um einen herum herrscht, herrscht auch Chaos im Kopf. Zumindest bei mir. Also, wie gesagt, ich versuche meinen Schreibtisch möglichst aufgeräumt zu halten im Arbeitszimmer. Natürlich sammelt sich da auch mal im Laufe der Zeit so eine Zettelwirtschaft an, ist ganz klar, ist auch ganz normal. Also da sieht es nicht drauf aus wie geleckt immer auf diesem Schreibtisch, aber es liegt halt auch kein Müll drumherum. Und wisst ihr, einfach so, dass man eine angenehme Arbeitsatmosphäre hat und ich versuche, mir die auch zu schaffen. Ich habe mir so ein paar Deko-Sachen mit auf den Schreibtisch gestellt oder auf die Fensterbank, die halt direkt am Schreibtisch ist. Eine schöne Pflanze oder frische Blumen. Ich habe auch Kerzen da stehen. Einfach so, dass es schön aussieht, dass man sich wohlfühlt beim Arbeiten, denn ich bin der Meinung, dann geht die Arbeit auch viel leichter von der Hand. Wenn auch ihr noch einen guten Tipp habt, um fokussierter zu arbeiten und produktiver zu sein, schreibt es unbedingt in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche, Dienstag, zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.